In Deutschland findet der Vatertag immer an Christi Himmelfahrt statt, also 40 Tage nach Ostern. Das solltest du wissen, denn Christi Himmelfahrt ist ein Feiertag. Das bedeutet, dass die meisten Geschäfte an diesem Tag geschlossen sind. Du kannst spontan also nichts mehr für deinen Vater kaufen. Musst du aber auch nicht. Ich habe eine bessere Idee. Du könntest mit deinem Vater, deinen Freunden oder auch alleine an diesem Tag wandern gehen. Ich habe 8 schöne Wanderwege für dich herausgesucht. In der Beschreibung stehen immer die Bundesländer dabei. Du kannst zu den einzelnen Bundesländern springen. Außerdem sind die Wanderwege sehr lang. Deswegen sind sie in mehrere Etappen aufgeteilt. Etappen sind Teile einer Route. Diese Etappen kannst du bei den Wanderwegen genauer anschauen. Die Links zu den Wanderwegen habe ich immer dazu geschrieben. Los geht's! Der Schluchtensteig in Baden-Württemberg. Auf dem Schluchtensteig kannst du ein echtes Abenteuer erleben. Denn auf Etappe 2 gibt es eine steile Leiter. Diese Leiter führt zu Wasserfällen. Außerdem gibt es auf dem Schluchtensteig viele Schluchten. Diese Schluchten sind teilweise bis zu 170 Meter tief. Du solltest also schwindelfrei sein. Der Schluchtensteig liegt im Schwarzwald in Baden-Württemberg. Der Schwarzwald heißt Schwarzwald, weil es so viele Bäume gibt und es deswegen dunkel ist. Der 66-Seen-Wanderweg in Berlin-Brandenburg. Wenn du dich für deutsche Geschichte interessierst, dann empfehle ich dir den 66-Seen-Wanderweg. Der 66-Seen-Wanderweg führt einmal um Berlin herum und hat 66 Seen auf seiner Route. Am besten, man startet in Potsdam. Potsdam ist die Hauptstadt des Bundeslandes Brandenburg, denn Deutschland ist in 16 Regionen aufgeteilt. Man nennt diese Regionen Bundesländer. Brandenburg ist eines dieser Bundesländer. Brandenburg umgibt Berlin. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Auf dem 66-Seen-Wanderweg sieht man zum Beispiel das Schloss Sanssouci oder das Schloss Marquardt. Der Goldsteig in Bayern. Der Goldsteig liegt in Bayern und verläuft an der Grenze zu Tschechien. Der Goldsteig hat 38 Etappen. Auf dem Goldsteig liegen 5 Naturparke und ein Nationalpark. Der größte Naturpark ist der Bayerische Wald. Dort gab es früher wohl auch Goldminen und Gold in Bächen. Deswegen heißt es Goldsteig. Der Moselsteig im Saarland und Rheinland-Pfalz. Der Moselsteig hat 24 Etappen. Der Moselsteig fängt in Perl im Saarland an und endet in Koblenz in Rheinland-Pfalz. Perl ist eine Stadt an der Grenze zu Frankreich und Luxemburg. Der Wanderweg führt entlang der Mosel. Die Mosel ist ein Fluss. Auf dem Moselsteig liegt auch Trier. Trier ist eine der ältesten Städte in Deutschland. Trier ist über 2000 Jahre alt. Der Ostseeküstenwanderweg in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Beim Ostseeküstenwanderweg lernst du die Ostseeküste kennen. Denn der Wanderweg führt direkt an der Ostsee entlang. Der Wanderweg beginnt in Travemünde und endet in Ahlbeck. Ahlbeck liegt an der Grenze zu Polen. Auf dem Wanderweg kommst du auch am Gespensterwald bei Nienhagen vorbei. Der Gespensterwald heißt Gespensterwald, weil dort Bäume stehen, die so gruselig aussehen. Der Malerweg in Sachsen.
Der Malerweg beginnt und endet in Pirna in Sachsen. Der Malerweg verläuft entlang der Elbe. Die Elbe ist ein Fluss. Der Malerweg macht kurz vor Tschechien einen Schlenker. Auf dem Malerweg gibt es so schöne Sachen zu sehen, dass viele Maler darüber gemalt haben. Deswegen heißt der Malerweg auch Malerweg. Der Heidschnuckenweg in Niedersachsen. Wenn du mal wissen willst, was ein Dorf ist, dann lauf den Heidschnuckenweg. Der Heidschnuckenweg beginnt in Fischbeck in Hamburg und endet in Celle in Niedersachsen. Dort kommst du an Dörfern wie Wilsede vorbei. Wilsede ist eine Mini-Stadt mit ungefähr 30 Einwohnern. Dort fahren keine Autos, sondern Kutschen. Der Heidschnuckenweg ist für gemütliche Menschen. Der Heidschnuckenweg hat wenig Höhen und Tiefen. Der Rennsteig in Thüringen und Bayern. Der Rennsteig liegt mitten in Deutschland. Der Rennsteig beginnt in Blankenstein bei Bayern und verläuft quer durch Thüringen. Der Rennsteig ist sehr bekannt in Deutschland. Wenn man auf dem Weg einem anderen Wanderer begegnet, sagt man gut runst. Das ist eine alte Tradition. Es bedeutet, dass man dem anderen auf seiner Runst, also seiner Wanderung, viel Spaß wünscht. Das waren meine Tipps für den Vatertag. Willst du lieber etwas anderes machen? Dann schreib es in die Kommentare. Ansonsten könntest du auch einfach nur grillen. Denk aber dran, das Essen einen Tag vorher einzukaufen. Das war's. Und denk dran, alles wird gut. Bis dann!